Hallo, herzlich willkommen bei Case King TV. Heute mit was ganz Besonderem. Wir bekommen bei Case King eine ganze Menge Prototypen, Gehäuse, die wir uns mal anschauen sollen. Ebenso haben wir das dieses Mal bekommen. Ein Gehäuse von Kubitec. Auf den ersten Blick schon mal eine ganz besondere Form. Das Kubitec Mini Tank wollen wir euch heute mal zeigen. Das gibt es noch nicht, wird kommen zu 99%. Und ihr könnt uns, wenn ihr wollt, auch gerne mal schreiben, was ihr davon haltet oder was für Ideen ihr habt. Schauen wir es uns mal im Detail an und betrachten uns zuerst einmal die Front. An der Front fallen uns gleich einige wesentliche, interessante Details auf. Alles komplett im gebürsteten Aluminium. Etwas herausstehende Inbus 6-Kant-Schrauben. Ebenfalls Power- und Reset-Button in Aluminium gebürstet. Am Frontpanel haben wir zwei USB 3.0 Anschlüsse, die üblichen Audioanschlüsse und einen eSAT-Anschluss. Also komplett auf dem neuesten Stand der Technik. Dazu zwei 5,25 Zoll Schächte extern, einer davon mit 3,5 Zoll Blende und ein 140 mm Lüfter. Plus das Logo von Kubitec. Der 140 mm Lüfter in dieser Ausstattung jetzt hier ist ein LED-Lüfter und dieser könnte noch verändert werden, bis das ganze Gehäuse final ist, soll aber erstmal so bleiben. Ansonsten eine sehr auffällige Form, komplett auch aus Aluminium gebogen. So, die Front war ja schon mal nicht ganz uninteressant. Ein Blick ins Innenleben gibt uns weitere aufschlussreiche Details. Schauen wir uns den Innenraum an. Wir haben verschiedene Zonen. Zum einen den Mainboard-Bereich, zum anderen Netzteil, hier unten drunter, das sehen wir auch gleich von der Rückseite nochmal, und hier vorne die 3,5 Zoll Schächte. Insgesamt 4 3,5 Zoll Schächte. Die kompletten Schächte sind über Daumenschrauben zu lösen und entsprechend komplett zu entfernen. Netzteilbereich komplett separiert wegen der Hitzeverteilung und im Mainboard-Bereich auch nochmal 140 mm Lüfter im Deckel und 120 mm Lüfter rückseitig. Vorne der schon bereits erwähnte 140 mm Lüfter. Für Grafikkarten haben wir eine Menge Platz. Wir kommen hier mit fast 34 cm auch mit den größten erhältlichen Grafikkarten hin. Die 3,5 Zoll Schächte sind extra etwas nach hinten versetzt, sodass ihr hier auf einem Mini-ITX-Board, dafür ist das Mainboard hier das Layout ausgelegt, wirklich auch die größten Grafikkarten, die zurzeit erhältlich sind, beispielsweise eine 5970, eine 6970, GTX 580, alles könnt ihr montieren, gar kein Thema. Zudem habt ihr auch die Möglichkeit, sehr große CPU-Kühler zu verbauen. Hier mal als Beispiel ein 160 mm großer CPU-Kühler. Ich halte ihn mal rein und wie ihr seht, sogar mit einem kleinen Abstand zum Boden, wo wir jetzt noch das Mainboard uns hindenken müssen, absolut kein Problem. Also auch große CPU-Kühler, gar keine Probleme. Zu guter Letzt schauen wir uns noch die Rückseite an und ein bisschen den Deckel. An der Rückseite haben wir unten das Netzteil. Auch hier den kompletten Netzteilschacht über Daumenschrauben ist lösbar. Kann dann komplett herausgenommen werden, also eine einfache Montage des Netzteils. Innen drin liegend auch noch kleine Gummipads zur Entkopplung des Netzteils. Und hier hinten nochmal zwei Durchführungen für Wasserkühlung. Somit habt ihr auch die Möglichkeit, eine Wasserkühlung hier einzubauen. Bei dem Platz, den ihr nach oben habt beim Mainboard, eigentlich auch gar kein Problem. Und der rückseitige Lüfter. Mini-ITX-Board-Aussparung. Und auch hier setzt sich die Form des Gehäuses natürlich fort. Alles in sehr originellem Design. Im Deckel, wie bereits vorhin schon erwähnt, unseren 140 mm LED-Lüfter. Ja, damit haben wir alle Details des Kubitec Mini-Tanks uns angeschaut. Wie ich finde, ein wirklich interessantes Gehäuse, gerade auch vom Design her. Wenn ihr Anregungen habt, Fragen, schreibt uns, kommentiert das Video und das Gehäuse demnächst da, wo nicht Standard ist, bei Case King. Bis dahin.